Hallo, heute zeige ich dir diese super einfachen, schnellen Babysöckchen, Raupen- oder Würmchensöckchen. Die sind mit 2 Nadeln gestrickt, ganz einfach und schnell. Hier hinten gibt es dann nur eine kleine Naht und eine Fußsohle, die ist aber kaum sichtbar. Und dann geht es auch schon los. Ich verwende hier Babysockenwolle, die ist ein kleines bisschen dicker als normale Sockenwolle und schön weich. Nadelstärke 3,0. Später brauche ich noch eine Nadel und eine Schere. Ich mache jetzt hier eine Neugeborenengröße. Du kannst die Größe aber natürlich ganz einfach anpassen. Ich beginne mit 38 Maschen im Anschlag. Wenn du eine Nummer größer möchtest, dann machst du einfach 2 Maschen mehr. Beziehungsweise, also du kannst es auch für Erwachsene stricken. Einfach entsprechend mehr Maschen anschlagen. Wir werden nämlich so rumstricken, also in die Richtung. Deshalb kannst du hier die Länge selber variieren, wie hoch du das möchtest. Und dann später einfach ein paar Reihen mehr zwischendrin stricken. Das erkläre ich dir dann noch. Also wie gesagt, für Neugeborenen Größe 3 bis 3 Monate etwa mache ich jetzt 38 Maschen. Du kannst aber auch gerne mehr anschlagen. So, das Ganze geht natürlich auch mit dem Anschlag deiner Wahl, wenn du eine andere Anschlagsmethode bevorzugst. So. Dann jetzt ganz einfach weiter, nur mit rechten Maschen. Das heißt, ich steche von hier ein, hole mir den Faden durch und hebe die Masche ab. Ups. Jetzt habe ich ein bisschen locker gestrickt. Anziehen. Und die ersten Reihen, genauer gesagt die ersten 16 Reihen, stricke ich jetzt nur mit rechten Maschen. So, für einen glatten Rand mache ich das persönlich immer so, dass ich die letzte Masche nicht stricke, sondern einfach den Faden vor die Nadel nehme und dann die Masche einfach nur abhebe. Wenn ich dann wende, wird diese abgehobene Masche dann rechts gestrickt. Also die Randmasche. Du kannst es natürlich auch umgekehrt machen, dass du die erste Masche abhebst und dann die letzte dafür strickst. Aber so bekommst du später einen schönen glatten Rand und das vereinfacht dann das Zusammennähen, beziehungsweise das ist ja dann der obere Rand hier, den man dann noch sieht. Und so wird der hier schön glatt. So, und wie gesagt, insgesamt 16 Reihen nur mit rechten Maschen. Das ist jetzt meine zweite Reihe. So. Und wenn ich die 16 fertig habe, geht es weiter. 16 Reihen insgesamt. Und dann geht es weiter mit dem Würmchen. Ich stricke jetzt die erste Masche rechts, meine Randmasche. So. Und dann weitere 2 rechte Maschen. Dann folgen 2 linke Maschen, also Faden nach vorne nehmen, vorne einstechen und rüberziehen
Und dann wieder 2 rechte Maschen. Also wir stricken jetzt im Bündchenmuster weiter. 2 rechts, 2 links. Wieder 2 rechte Maschen, 2 linke Maschen, 2 rechte Maschen. Und so weiter. Und auch hier wieder eine Randmasche. Ich hebe die Masche wieder ab, wende, stricke die Randmasche wieder ab. Jetzt waren meine letzten beiden Maschen linke Maschen, die stricke ich jetzt rechts ab, also so wie die Maschen erscheinen. 2 rechts und dann 2 links. Also genau das gleiche in der Rückreihe, auch wieder im Bündchenmuster. Heißt also diese glatte Masche hier, das sind die rechten Maschen jetzt. Und die mit dem Querbalken, das sind die linken Maschen. Die werden auch jetzt links abgestrickt. Also da, wo ich in der Hinrunde rechte Maschen gestrickt habe, sind es in der Rückrunde automatisch linke Maschen. Ganz klar. So, davon mache ich jetzt insgesamt 12 Reihen. Das ist ja schon meine zweite Reihe. Und jetzt noch 10 weitere. Zu Größe, also wenn du größere Socken machen möchtest, kannst du jetzt hier natürlich 14 Reihen machen bei diesen Querreihen. Also je mehr Maschen du aufgenommen hast, umso mehr Reihen musst du dann stricken. Da du hier jetzt 16 Reihen hast, würde ich dann hier in der Mitte erst erhöhen und erst dann später, wenn du noch mehr Maschen hättest, also 60 Maschen im Anschlag oder 70 Maschen im Anschlag, dementsprechend dann so aufteilen, dass immer 1/3 Seitenteil, 1/3 Mittelteil und dann nochmal das Seitenteil ist. Ich hoffe, das ist verständlich. So, jetzt habe ich hier zu viele. Also. Und wenn es nicht ganz aufgeht, lieber dann im Mittelteil, also hier bei diesem Bündchenmuster, ein paar Reihen weniger. So. Das ist jetzt die dritte Reihe und wie gesagt, 12 davon arbeite ich insgesamt. So, 12 Reihen im Bündchenmuster. So, das ist die erste Masche. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Und jetzt wiederholen wir den unteren Teil nochmal. Also, in dem Fall mache ich jetzt aber nur 15 Reihen rechte Maschen. Und in der 16. Reihe kette ich dann alle Maschen ab. Also wie vorhin auch, alle Maschen rechts abstricken, bis auf die letzte Reihe. So, 15 Reihen sind gestrickt.
Und in der 16. Reihe nehme ich jetzt alle Maschen ab. Das heißt, ich stricke 2 Maschen zusammen ab, setze die neue Masche wieder zurück auf die erste Nadel und stricke diese jetzt mit der nächsten Masche zusammen ab. Die Masche wieder zurück und dabei bleibe ich recht locker, also ich ziehe die Masche hier nicht an. Und wieder mit der nächsten Masche zusammenstricken. Also wirklich schauen, dass du diese Masche hier nicht zu fest anziehst. Damit das schön locker abgekettet wird. Und das mache ich jetzt, bis ich alle Maschen fertig abgekettet habe. Meine letzte Masche. Den Faden schneide ich jetzt etwas länger ab, denn damit vernähe ich gleich. Und ziehe jetzt den Faden durch die letzte Schlaufe und wedel ihn auf eine Nadel auf. So, und jetzt nähe ich hier unten die Spitze zusammen. Und dafür gehe ich auf der einen Seite Masche für Masche durch. Und ziehe das Ganze später fest zusammen. So, ich bin wieder vorne angekommen und wie gesagt, jetzt ziehe ich das Ganze hier fest zusammen. Kannst du dir überlegen, welche Seite du innen und welche du außen haben möchtest. Dadurch, dass es kraus rechts gestrickt ist, macht das ja keinen Unterschied. Und jetzt werde ich das Loch hier noch gut verschließen. So, und hier innen dass hier kein Löchlein entsteht, richtig fest nochmal. Alles zusammennähen. Die Seite ist ein bisschen glatter, dann nehme ich die jetzt als äußere Seite. Wobei das eigentlich egal ist. So, dann geht es weiter. Jetzt wird die Seitennaht verschlossen.
Und zwar bis hier oben hin. Und da kannst du jetzt selber entscheiden, ob du durch beide Maschenglieder durchgehst oder durchs innere oder äußere. Je nachdem, wie du das jetzt verschließt, ist die Naht später sichtbar. Ja. So, also wie gesagt, du kannst jetzt hier durch beide Maschenglieder gehen. Oder immer nur durchs innere oder äußere. Also das wäre das innere Maschenglied. Und hier ist das äußere Maschenglied. Ich gehe durch beide durch. Und das auch wieder Masche für Masche. Bis ich oben angekommen bin. So sieht es dann aus, wenn du durch beide Maschenglieder durchstichst. So, mein Faden war etwas zu kurz, deshalb vernähe ich jetzt den Rest mit der Häkelnadel. So. Und dann zeige ich das nochmal auf der anderen Seite, aber das Söckchen wäre jetzt fertig. Das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.